Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir sind hier auf der Redmobil 2019. Wir fangen direkt an im Knien am Stand von Meyer Medizintechnik. Ich bin hier mit Erwin Müller. Erwin, grüß dich. Grüß dich. Grüß dich, hi. Ja, Erwin wird uns jetzt mal ein paar Produkte vorstellen von RevMedix. Habe ich das richtig gesagt? RevMedix, ja genau. Sehr geiler Shit. Ich habe mir das schon mal vorab ein bisschen angeschaut. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Ja. aber du zeigst uns jetzt mal die Anwendung. Ja, kann ich gerne machen, beziehungsweise halt die einzelnen Produkte. Ja. Unter anderem auch die neuen Tourniquets, die in der TCCC Guideline aufgenommen bzw. jetzt empfohlen werden. Wir haben da diesbezüglich alles mit dabei. Das fängt einmal an mit dem kleinen Modell vom Tourniquet. Dann haben wir den TX2, der große Bruder, TX3. Die Besonderheit bzw. Neuheit im Gegensatz zu äquivalenten Produkten ist halt, dass ich eine höhere Auflagefläche des Tourniquets habe, wenn ich ihn anwende und dadurch natürlich auch die Sekundärverletzung durch das Nutzen eines Tourniquets mindern kann. Ich habe jetzt hier den Vorteil vom Mechanismus her, den kennen wir alle, entweder von Skibindungen oder von Inline-Skates, kann ihn aber wesentlich besser dosieren als Tourniquets mit einer Windung. Also ich kann das quasi viel granularer einstellen als jetzt mit dem Knebel. Genau. Ja. Ich habe hier so eine Klicklinie, ja, da rastet das ein und dadurch kann ich wesentlich präziser und ich sag mal freundlicher damit arbeiten als mit einem Hahn-Tourniquet. Ja. Ne? Okay. Gut, das ist so viel zu den Tourniquets. Des Weiteren haben wir halt die Produkte, einmal die XSTAT-12 und die XSTAT-30. Die XSTAT-30 sieht man hier einmal schon im Dummy drin und dann haben wir noch die XSTAT-12, das ist der kleine Bruder. Prädestiniert für Schusskanäle, für Stichwunden und andere Verletzungsmuster. Vorteil hier ist, dass ich eine Wund- oder beziehungsweise eine Blutstillung durch einen Koralle-Effekt erzeuge und nicht durch ein Hämozyptikum. Das bedeutet in der zivilen Anwendung als Beispiel, dass ich das auch einem Allergiker ohne weitere Probleme verabreichen kann. Und der Effekt ist genau der gleiche, wie wenn ich mit Chemie arbeite, nur dass es hier wesentlich freundlicher ist. Also du hast quasi gar keine blutstillenden Mittel hier drin, sondern es ist wirklich nur ein Schwamm. Okay, wir machen jetzt einmal vor, wie man einmal mit der XSTAT an einer größeren Wunde arbeiten kann, aber dann nachher auch alternativ mit einer Gase arbeitet. Ne? Wenn ich jetzt die XSTAT dafür nehme, öffne ich das Produkt. Also ich führe die XSTAT bei einem großen Wundkanal schräg an, bis ich auf Widerstand stoße. Als nächstes nehme ich eine Wundauflage, ähnlich wie bei einem oder ein Israeli, halte das oben zu, führe die Pellets mit Druck in die Wunde rein, die komplette Ladung. Ich muss keinen hohen Druck ausüben, würde den Verband jetzt weiter anlegen und dann gucken, ob es erfolgsversprechend war. Die Blutung selber steht normalerweise innerhalb von 60 Sekunden. Ich würde dann, um den Erfolg zu prüfen, natürlich den Tourniquet lösen. Jetzt können wir uns gucken. Ich habe Flüssigkeit drin gehabt, es sind nicht alle ausgelöst, weil die Flüssigkeit nicht immer unbedingt alle 32 Panels braucht. Wenn ich das jetzt entfernen möchte aus dem Wundkanal, jetzt haben wir hier die Verbandsgase, die basiert eigentlich auf das gleiche Prinzip. Die Verbandsgase hat den Vorteil, gerade bei Leuten, die nicht mit den Applikatoren arbeiten oder Behörden, die auf Gasen oder bei dem Einkauf darauf achten, dass es ähnlich wie bei dem Quicklot ist, hat die Pellets einfach eingearbeitet. Beim Wundstopfen selber gibt es die Möglichkeit oder gibt es natürlich verschiedene Wege, das zu machen. Ich mache das immer mit einer Klemme, weil ich auf, wie soll ich das sagen, auf den Selbstschutz schon irgendwo stehe. Und wenn mir aber jemand sagt, ich soll einen Finger in eine Wunde, wo eventuell Frakturen drin sind, stecken, ist der Selbstschutz nicht mehr gegeben. Dementsprechend lege ich die Gase über die Wunde, mache die Klemme ein bisschen breiter und fange an, von rechts nach links erstmal ganz tief in die Wunde reinzugehen. Hohen Druck ausüben. Wenn es nicht mehr geht, den Rest einfach draußen stehen lassen. Und dann abdecken. Geiles Zeug. Wir haben noch ein weiteres Produkt von RevMedix, das ist der AirWrap.
Klingt ein bisschen wie ein leckeres Fastfood-Gericht, ist aber eigentlich eine geile Weiterentwicklung zur Israeli-Bandage. Erwin wird uns das jetzt mal kurz zeigen. Ja, genau. Also eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, wie er gerade schon erklärt hat. Das ist eine Weiterentwicklung zum Israeli. Ich habe aber die Möglichkeit, mit einem integrierten Air- oder Luftpolster und mit einer kleinen Pumpe einen Druck herzustellen. In der Regel, gerade ein Druckverband, braucht immer ein bisschen länger, je nachdem was für Verletzungsmuster. Und hier habe ich im Prinzip alles abgedeckt in einer Tüte. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wie das geht. Nach dem Öffnen lege ich erstmal die Pumpe beiseite, entnehme den Verband und sehe hier schon die erste Besonderheit. Ich habe das integrierte Luftpolster. Zusätzlich sind alle paar Zentimeter Klettflächen eingeordnet, damit, wenn ich abrutsche oder den Verband mal verliere beim Umwickeln, nicht wieder komplett bei Null anfange, sondern bin nur bis zum nächsten Klettstück zurück. Das RK selber kann ich entweder direkt auf eine Wundauflage drauf machen oder ich mache vorher noch eine Wundauflage, Mull oder sonst irgendwas drauf. Okay, auf die Wunde drauf, entweder direkt oder halt mit einer Wundauflage. Hier, um es zu veranschaulichen, machen wir das direkt auf die Wunde, fangen an zu wickeln, fixieren es leicht, leichten Druck aufbringen. Ist aber auch schwer, die Frau hier. So, hier merke ich jetzt schon den Vorteil von dem Klett. Wenn ich jetzt abrutschen würde, wird er hier gehalten. Ich wickle ihn jetzt weiter ab, habe dann ein bekanntes Krallensystem, das kennt jeder. Und kann dann anfangen, das Produkt aufzupusten. Dafür öffne ich das Ventil. Und der Druck wird aufgebaut. Zu, entnehmen, steht. Das war's mit den Produkten von RevMedix von Meyer Medizintechnik. Erwin, erstmal vielen Dank. Ja, nicht dafür. Ich habe mich gefreut, dass du da warst und wir uns auch mal persönlich kennengelernt haben. Ne? Ja, gibt natürlich noch Patchübergabe hier. Zack, da hast du ihn. So muss das sein. Und unten findet ihr den Link zu Meyer Medizintechnik. Wir bleiben gleich hier und machen weiter mit den Produkten von Centauron, die es hier auch zu sehen gibt. Ja, das waren die Produkte von RevMedix bei Meyer Medizintechnik. Ich wollte schon wieder Meyerhof sagen. Dieser Jägerhof, der macht mich völlig kirre.